Nee, ich weiß auch nicht, ob wir das schaffen werden. Wir schauen erstmal in den Schrank rein. Just my locker. Das ist nicht sehr viel, was wir dabei haben. Dafür, dass wir hier noch unser Leben verbringen sollen. Ja, genau. Dann verlassen wir mal unsere tägliche Routine. Wir haben hier hinten ein paar Türen und sonst... Ich möchte am liebsten alles mitnehmen und sehen. Was ist das? Können wir noch zurück? Nee. Ah. Ja, wenn wir jetzt in unserem Raum bleiben... Abgeschlossen. Toll. Feiertor. Tja, und die Tür ist also geschlossen, wo wir raus sollen. Gut, dann gehen wir durch die Tür. Room 1. Da kommen wir wenigstens rein. Ist das unser Essenslager? Oder was haben wir da dahinter? Oh. Ja. Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt ja nicht gerade sehr schön. Die Augen hier und alles, das sieht schon ein bisschen eklig aus. Help me. Die scheint schon ein bisschen länger tot zu sein. Ganz vergilbt alles und naja, die Augen haben sie scheinbar schon aufgelöst und alles. Das haben wir doch hoffentlich noch als Kind gemalt, oder? Okay. Mom kann uns leider nicht mehr helfen. Huch. Okay, da dürfen wir gerade nicht hin. So, ich gucke jetzt mal als allererstes in die oberste Schublade. Da dürfte jetzt auch nicht der Schlüssel drin sein. Some of my old drawings. Was ist denn das? Was ist das denn für eine Knarre? Schick. Ja, das ist aha, hübsch, ja. Greg? Eine Rakete zum Mond namens Greg. Oder so. Ich vermute mal ein Delfin. Wieder eine Rakete zum Mond und wieder ein Delfin und... Schade, geht nicht mehr weiter. Also, ach ja, gut. Tja, das waren alle Bilder gewesen. Sehr hübsch. In der zweiten Schublade. Der Schlüssel. Klasse. Nochmal zurück. Den nimmt er zum Glück nicht automatisch raus. Wir wollen ja noch in die letzte Schublade gucken. Da ist aber nichts drin, außer irgendein medizinisches Gerät. Sieht aus wie so ein Bluthochdruck. Messer? Musik? Okay, dann nehmen wir uns mal den Schlüssel, um... Naja, hier rauszukommen. The key. Now I have to leave. Also müssen wir jetzt unsere Mutter hier alleine lassen. Und für unser weiteres Überleben selbst sichern. Schaffst es. Mach nicht wieder so eine Szene. Level 1. Wir müssen auf Level 2. Hat er denn nie den Raum verlassen? Beziehungsweise die beiden Räume da, sein Abteil? Hat er den nie verlassen? In seinen ganzen 30 Jahren oder was das war, hat er nie verlassen?
and I've taken the spoil supplies off And spit it out. 14 months, at best. If we carry on as we are, 8 months. But I've gone over it with Dr. Hart. On bare minimum, we might make 14. And bare minimum means? I didn't like to press him, but scurvy, rickets. Christ. Then we all just withered away to skin and bone. Maybe I should have just left the hatch open and gone for a nice stroll in the fresh air instead. What do we do? We tell people everything's all right. It's not all right. One whiff of this and you'll have your throat slit over the last tin of peaches. Is that the way you want to die, Sam? Fighting over scraps? We could just cut your wrist now and the rest of us will split your rations. Chin up, man. It's 10 minutes until the next bulletin. Fighting over scraps? Split your rations. Is that the way you want to die, Sam? Also sind den Leuten langsam die Rationen ausgegangen, so wie ich das verstanden habe. Aber irgendwie, ich habe nicht alles verstanden, was gesagt worden ist. Vor allem, weil die Stimmen auch ein bisschen leise sind, leider. Ich habe den Ton, also im Gegensatz zum anderen Ton, zu der Musik und so, sind die Stimmen ein bisschen leise geworden. Ich habe so verstanden, dass das hier irgendwie nur ein Fake-Bunker ist und dass draußen eigentlich alles in Ordnung ist. So, noch ein tiefer wollen wir nicht, brauchen wir auch nicht. Wir müssen auf Level 2 in the Storage Room, also hoffentlich ist die Tür nicht abgeschlossen. Level 2. Hey, wir haben das zweite Level erreicht. So, erstmal am besten Licht finden. Da hinten haben wir Lichtschalter. Wieder ein Flashback zurück in seine Kindheit. Oh, ganz neue Computer hier. Sind bestimmt mit Windows 10 aufgespielt. Schön. Wo haben die denn die ganzen alten Sachen her? Ich meine, das Ding kommt aus Wales. Ist das in Wales noch Mode, so eine Computer zu haben? Bestimmt. So, was haben wir hier? Ein Tonband. Dan, this is Alex. Please send this out to all the Berkshire stations and let me know. Thanks. Hello. This is Alexandra Swan. I'm trying to contact my brother Jonathan. Jonathan Swan. When the 4-minute warning came, I was on the phone to him. And he said he'd got a place in one of the Berkshire bunkers, but I don't know which one. If he's with you, and his wife's name is Sarah. John, if you're there, or if anyone has any news on him, please let me know. Tja, an wen sollte diese Nachricht bloß gehen? Ich meine, er ist scheinbar in einen anderen Bunker gekommen. Ich weiß nicht, wie unser Bunker heißt. Sie hat mit ihm telefoniert, als die Bomben gefallen sind. Und er ist in einen anderen Bunker gekommen, aber jeglicher Kontakt zur anderen Außenwelt fehlt halt. Aber warum hat sie das auf ein Tonband gesprochen? Was hat sie erwartet, denn vorzufinden? So, Licht haben wir angeschaltet. Da können wir was machen. Da hinten können wir laufen und hier können wir was machen. Gehen wir erstmal zu dem Platz. Finde ich gut, dass hier überall noch der Strom an ist. Das spart auf jeden Fall. Select Option. Regionale Reports, medizinische Reports, persönliche Logs und MISC. So, Last Contact war... der letzte Kontakt war am 17. Oktober 1992. Zu wen denn? Zu irgendeinem anderen Bunker? Sind das die Bunkernamen? Bedis Regis?
Text Note, Supplies low, Fighting. Oh, da haben sie gekämpft, weil das Essen langsam, naja, zunichte ging. In Oksong Bunker war der letzte Kontakt am 19. Juli 89, das ist noch viel länger her. Die Bevölkerung bestand da aus 48. Text Note, Goodbye, Generator, Fuel. Oha, die hatten kein Fuel mehr für den Strom. Der nächste, Alter, das ist auch alles, das ist schon so lange her, und kein Kontakt, die sind ja alle tot dann. 133, Radar Bridge, also ist irgendwie, naja, die Seuche da reingekommen, die Radioaktivität. 15. April 35, Required for Aid, Air System, ja, das Luftsystem ist ausgefallen. Die sind alle qualvoll erstickt. Schön, ja. Da haben wir es ja noch eigentlich ganz gut getroffen. Decrease, Taylor, Vera, Aged, Causal Unknown, Autopsy, Inclusive. Achso, woran die gestorben sind. Warum sie gestorben ist, weiß niemand. Und hier unten ist an Radioaktivität gestorben. Persönlich. It's going to be fine. Okay, so many fine isn't the right word, but we have enough supplies to make it through it. I'm sure of it. If we can just keep it together and be sensible with the ration, then we can make it. Sure, none of us are going to get fat down here, but I could use losing a few pounds anyway. Ja, das ist ihr persönliches Logbuch von Sam Collins. Ist Sam jetzt ein Jungs- oder ein Mädchenname? Bei mir ist Sam ein Mädchenname, aber es gibt ja auch, glaube ich, auch Frauen, die... Gut, es geht hier um Gewichtsverlieren, das kann eine Frau sein. Ja, sie hoffen einfach, dass sie das schaffen, wenn sie weiter die Rationen sich gut einteilen. Things I miss. Egg and chips. Having a bath. My bed. Warm sun on my neck. Grass. Chocolate. Natalie. Okay, das ist vielleicht doch ein Kerl. Things I hate. Sardines. The bunker smell. Level 5. Was ist on Level 5? Warum er das hasst? Eggs and chips. Naja. Jeden das seine. Also erfahren wir hier noch ein bisschen was. Oh, top. Communication from Bunker HQ, Site 3, Corsham, Wiltshire. Prime Minister delivered safely before blast hits. 4,013 government ministers and civil servants, including Cabinet Office, local and national government agencies, intelligence and security advisors logged in. Shortage noted in domestic support staff. Guess they didn't make it. All facilities operating normally. Checks carried out in infirmary, bakery, laundry, kitchens, telephone exchange, storerooms, office space, living accommodation, maintenance areas and workshops. How big is that place? Trust me, you get sent to this sardine tin. Prime Minister unsatisfied with living accommodation. Twat. Other. Civilian casualties noted outside bunker. Group of 50 attempted to breach rear exit blast door. Aggressive action not required. Activity ceased after blast. Poor bastards. Also, es haben noch welche draußen überlebt, nachdem die Bomben gefallen sind. Und sie wollten hier in den Bunker rein, aber naja, er wird halt nicht aufgemacht. Und so sind die bestimmt draußen waren, entweder jämmerlich verreckt oder haben überlebt und die Welt außerhalb in den ganzen 30 Jahren hat sich wieder erholt. Hat sich halt, gut, vor Atomschlägen, das braucht länger als 30 Jahren, aber vielleicht ist da irgendeine Übereinkunft gekommen. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Nix mehr. Dann gehen wir mal weiter. Hier sind auch noch ein paar Computergeräte. Da haben wir was. Haben wir sonst irgendwo? Hier haben wir noch was. Okay. Und da hinten können wir weiterlaufen. Und hier können wir auch. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal unten rechts, fangen wir an. Oh. Wir haben die Puppe Sam gefunden. He is nice and smile to me. Okay. Commissioner's Room. Landkarte.
von Europa. Oh, noch eine Puppe. Doctor. Doctor looks after all the enduring soldiers. Also einen Arzt hatten die hier unten auch. Ich meine, ist irgendwie logisch. Well, let's say, for example, the hit on Reading was 1 megaton. That would mean we have this radius, only halfway to Basingstoke. Now maybe that looks small, but that's around 100,000 fatalities. Maybe 80,000 injuries from the blast and the fireball. That's just to start with. Prevailing wind direction here is northeast. Fallout scatter would be huge. It's likely to drift all the way out past Cambridge, past Norwich even, out to sea. The total number of casualties? Unimaginable. And that's one bomb. Ja, ich würde mal sagen, die ganzen Kreise hier sind die Bomben, beziehungsweise mit ihren Radien, die sie an Schaden, beziehungsweise an Radioaktivität ausstrahlen. Ganz England ist, naja, weggebombt worden. Komplett England. Hier auch noch das Stück, was zu Nordirland gehört. Ein bisschen was ist in Spanien, Frankreich, ja, und Hälfte an Deutschland. Ist schön, dass hier ist in Deutschland wirklich noch die DDR eingezeichnet, wie man hier sieht. Ich bin noch safe. Also bei mir ist nichts gefallen, bei mir ist alles in Ordnung, deswegen sitze ich hier auch noch und nehme auf. Also, schade für die, die hier wohnen, ne? Schade. Aber, naja, was willst du machen, ne? Vielleicht sitzt du jetzt ja auch gerade in einem Bunker. So, eine Tafel. Dose in Röntgens. Aha, aha. Effect on humans. Ich kann die Schrift kaum lesen. Virtually no short-term effects, some nature. Achso, das ist, wenn du so und so eine Anzahl an Verstrahlung hast, dann ist, naja, geht's dir noch ganz gut. Naja, und bei über 600, naja, lebst du noch eine Woche. Und ansonsten bist du tot. Ein Büchlein. AB welcomes. CB asks clarification purpose of meeting. AB puts forward petition from 18 residents keen to institute post of morale officer. It is felt that CB is not forthcoming enough in communicating current status of bunker to residents. CB makes point that any urgent change in status will be communicated very clearly to all residents when it becomes relevant. In his view, no need for a new position. AB cites 2 safety incidents and asks committee if they were aware. All but FH, DM, SC are unaware of said incidents. CB says neither incident is cause for immediate concern. No need to raise panic in difficult atmosphere. Calls on FH to clarify incidents. FH agrees not of immediate concern. AB raises point that lack of trust in bunker hierarchy is causing morale issues. More clarity and openness needed. CB reiterates appointed hierarchy and his belief that no need for additional officer. If any critical incident comes to light, all will be made aware. Requests enter meeting as urgent business to attend to. AB calls for vote on appointment of morale officer. CB says vote will be ignored. Not a democracy. Meeting ended. Okay, da haben sich wohl die Chefs ein bisschen getroffen und darüber geredet, wie es weitergehen soll. Und naja, haben abgestimmt, wer jetzt hier das Sagen haben soll im Bunker. Und naja, wie wer vorgehen will im Bunker. Ob das alles so bleiben soll oder Demokratie oder Hierarchie und ach, ja, alles was so. Aber es sind ja alles Militärleute, die haben ja eigentlich überhaupt gar keine Ahnung. Aber wen würde man sowas zutrauen? Wen würde man so einer Katastrophe zutrauen? Dass sie da noch die Leitung unter den Menschen haben können. Sollte das überhaupt so sein oder sollte nicht jeder für sich selber reden können? Aber wenn jeder für sich selber redet, kommt auch nur Scheiße raus. Ja, ist ein bisschen schwierig denn so eine Situation. I just need to know. It's all right, Vera. Nonsense! I know George is trying to hide things from me. I'm ill, Evelyn. I'm not stupid. I'm right, aren't I? I don't know what to say. I suppose he's just not sure. Radiation! It could be. Then why is he trying to hide it? Why? Am I on the right medicine? What can be done? Why won't he say? George has been distracted lately. Maybe he's just trying not to upset everyone. They should be upset.
They built this place in 6 weeks. 6 weeks! How can anyone expect it to be safe? There must be a leak. There must be. Mr. Bishop I says that it's... know what he says. He doesn't want everyone to panic. Silly old Vera having another one of her turns. Look here. More blood. I'm not being silly. I'm not. It's not just me, Evelyn. If there's a leak, it's all of us. John as well. Wurde leider nicht mehr vorgelesen. Also der Bunker wurde in 6 Wochen gebaut. Von den Japanern oder Chinesen oder was, weil die können ja eigentlich nur sowas. Stell dir mal vor, das würde in Deutschland in 6 Wochen, da würden die Stühle noch nicht mal hier drinnen stehen. Die hätten noch nicht mal die Stühle angeliefert. Die sind gar nicht normgerecht. Wir hätten noch nicht mal eine Chance. Also die hier in ja, genau. Die hier in Deutschland sind, die haben alle, naja, verkackt. Gut. Haben wir ein bisschen was über die Geschichte herausgefunden. Und naja, in 6 Wochen gebaut und naja, scheinbar undicht. Denn es kommt Radioaktivität rein, aber wir haben nichts anderes erwartet, würde ich mal sagen.